Burgfans, ja, wir sind wieder da. Und mit Erik. Ja. Willkommen wieder, Erik. Ja, wieder da. Ja, wir haben versprochen eigentlich in einer von unseren früheren Sendungen, ich denke von vielleicht schon ein halbes Jahr oder 5 Monate her, habe ich diese Rennmofa von mir vorgestellt. Na, und da haben wir versprochen, dass wir das mal am Laufen bringen. Ja, du hast es noch nicht mehr gesehen, dass es läuft, oder? Gesehen. Nein, nicht mehr. Also ich denke, das ist mindestens, das ist jetzt 7, 8 Jahre? 7 Jahre, denke ich. Ja. Diese Maschine hat keine Kupplung. Nein, gut. Da habe ich mir ein Kupplungskorb habe ich gesucht und nicht 100% super. Aber ja, die wir im Shop haben 21 Zähne und das hier hat 19 und die Drehrichtung ist anders. Also wir nehmen einfach ein alter Korb, kein Problem. Wir haben eine neue Klarkupplung habe ich genommen, ist das okay? Ja. Denke schon. Ne? Ja. Ich fahre im Rennen auch damit, mit einer Klar, hat sich gut geprüft, geht eigentlich ohne Ende. Diese Rennmaschine hat eine 65 CCM Polini drauf und ist getuned von Arnold, der Klein, unsere Haustuner. Und ja, ich weiß nicht, wie der Kupplung das macht. Auch ist eine andere Auspuff drauf. Normalerweise ist eine umgebaute Gianelli drunter für eine Peugeot. Das geht sehr gut zusammen mit einer Polini 65 Kubik. Aber ja, jetzt ist eine PSR Homeware drauf. Ich denke, wir montieren mal die Kupplung. Erstmal einbauen. Ja, erstmal einbauen. Öl erin. Vergaser. Vergaser, ein bisschen reinigen. Machen. Ja, das ist natürlich wichtig, weil da steht schon, Tank ist leer, habe ich gesehen. Ja. Also wir haben das ziemlich gut abgestellt. Ja. Ohne Benzin ist immer das Beste. Es steht drinnen, also Rost hat keine Chance. Und ich denke, diese Tank ist auch versiegelt. Ich habe hier eine neue Klarkupplung. Wir nehmen einfach Basiseinstellung, denke ich, ne? Ja. Mal sehen, wie das funktioniert. Also wir haben auch keine Ahnung, weil wir fahren 70 Kubik und 50 Kubik. Ein 65 Polini wie diese ist ziemlich, hat viel Kraft im hohen Drehzahlen erst. Also typisch der Kleintuning. Und jetzt mal sehen, was das bringt. Ist für uns auch eine Überraschung. Also, da wissen wir noch nicht. Ja, natürlich eine neue Sinter-Alu-Buchse. Wir haben Passscheiben dabei und diese Sägeringe muss man natürlich immer neu einbauen. Und natürlich eine neue Dichtung wird eingebaut. Wie gesagt, in einer unserer früheren Videos. Also das hier muss gleich sein. Sehe mal diese Sendung zurück. Ist sehr interessant für diejenigen, die mit Kickstart-Motoren fahren. Aber zum Einbau, Jungs. Wir haben bereits ein Video dazu. Zum Einbau vom Kupplungskorb und Einbau von Kupplung. Also kannst du auch gerne mal zurücksehen. Ist von etwa 6, 7 Wochen her. Ich denke, mit einer Klarkupplung, dann muss eigentlich der Korb ein bisschen nach hinten gelegt werden. Ne? Ja. Also machen wir am Hinterseite, das ist diese Distanzscheibe, dann machen wir eine dünnere als Original. Die sind im Set, die wir im Shop verkaufen. Und unsere Erfahrung ist, dass eine Kupplung mit einer Verstärkungsplatte etwas tiefer gelegt sein muss im Motor. Ne? Erst die Buchse auf die Kurbelwelle. Oh, und dann? Und dann die Distanzscheibe. Die Buchse zentriert dann. Ja. Und anders ist man wieder. Das alles, was man am Hinterseite wegholt, muss man vorne wieder dabei. Ne? Ist logisch, ne? Weil sonst bekommt man Spiel. Auch wenn das warm wird. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also ein klein bisschen Spiel muss sein, aber fühlbar, nicht sichtbar. 24 Stunden im ATF-Öl belassen, ne? Und dann erst einbauen. Wir machen das schlechte Vorbild heute und wir machen das nicht, weil ich bin das heute Mittag einfach vergessen. Na, also jetzt ohne Spiel. Ja, ohne Spiel. Ja, kann die Kupplung eingebaut werden. Ne? Nou, ich habe hier Druckplatte und diese Zahnkranz. Ja, wie viel muss es eigentlich sein normalerweise? 30, ne? 30 Newtonmeter. 30 Newtonmeter. Ob das nicht mitdreht. Hey. Schleift ein bisschen noch, aber... Schleift ein bisschen, ne? Ja. Aber wo? Ja, aber das dreht. Wie neu eigentlich. Ja. Denkst du, dass es am Gehäuse schleift? Guck. Ja. Muss noch ein bisschen nach hinten? Vielleicht. Ich weiß es. Ja, man hört. Ja, das ist zu viel. Nee, das darf nicht. Ja. Nee, ausbauen, Jungs. Ja. Also Kamera kann wieder aus, denke ich, ein bisschen. Dann gehen wir wieder an die Arbeit. Erneut.
Was noch wichtig ist bei einem Kickstartdeckel, viele Leute denken, wenn das durchdreht, dass man diese kleine Distanzscheiben, das sind zwei, die sind an diese zwei Achsen hier, wenn die das wegnehmen, dann greift diese Zahnrad besser an diese Zahnkranz, denken die Leute, aber dann tretet man und das rutscht durch, Kickstarterhebel bleibt unten stehen. Also diese zwei kleine Distanzscheiben, ja, die sind echt wichtig und muss man nicht vergessen. Also, nou, haben wir alles offiziell in Ordnung. Mal sehen, ob das alles ein bisschen... Oh ja, ist raus. Ja. Hey. Oh, die Kompression. Oh mein Gott. Ist gut. Also ja, ich denke erstmal ein bisschen Öl einfüllen. Ja. Und, hast du was für Schönes? Ja. Oh, das ist schön. Ist das auch Motorex-Öl? Ja, Motorex-Öl erin. Hast du gute Erfahrungen damit? Ja, dieses Seizoen met Motorex im Rennen. Ja, und gut. Ja, Okay, gut. Keine Unterschiede zum Transmax? Nein, die Datasheet ist eigentlich gleich. Ah, hast du nachgesehen? Ja. Du fühlst eigentlich ab, bis es rauskommt, denke ich. Ja. Ja, gut, kommt raus. Sehen wir einfach, haben wir ein bisschen Bremsenreiniger natürlich. Oder Vergaserreiniger, was man will. Ja. Schauen wir noch, da kann ein bisschen Dreck. Aber die Düsen, das ist wichtig natürlich. Speziell diese Standgasdüse, Jungs. Normale Düse, die geht fast nimmer dicht eigentlich. Nein. Aber eine Standgasdüse hat eigentlich die Eigenschaft, wenn das lange steht, dass es dicht geht, ne? Mit ein bisschen von diesem dreckigen Öl, was noch als Residu hinter bleibt. Een klein beetje. Nou, ja, nee, Ja, das ist. niks. Fast niks. Ja, ein bisschen fett. Aber Nou ja, dan. alte 747. Oh, ja, alte 747, ja, inderdaad. Wo is onze bremsreiniger? Ja, die Reifen sind leer, denke ich. Zwei Ja. ist genug. Zwei ist hier für die Straße prima. Im Rennen fahren wir 1.4 hinten, 1.2 vorne öffnen. Ja. 1.3 liegt ein bisschen am Rennstrecke. Ja, Und liegt ein Rennstrecke. bisschen an Wetter natürlich. Wetter, ja. Wenn das nass ist, dann geht es noch niedriger. 1.1. Fahrerpräferenz. Ja. Ja. Benzin! Zie. Geht das? Ja. Ja, er ist voll. Okay, Jungs, erste Start. Also, unsere Killswitch Funktioniert nicht. Funktioniert nicht, sieht man. Und Auspuff ist leck. Okay, na, Auspuff ist dran. Ja. Und Abstellknopf funktioniert auch wieder, Ja. wenn alles richtig ist. Nou, nochmal erneut versuchen zu starten. Und hoffentlich ohne Lärm, ne? Ja, Choke Hinterseite, ne? Das ist alles anders jetzt, ne? Ja. Nou. Ja. Jo, etwas weniger Standgas. Hast du deine Jacke mitgenommen? Ja. Ah. Klingt ein bisschen slap, ne? Kupplungfest, denke ich. Ja. Naja, mal schauen, wie es geht. Ja. Und? Oh, Ja. Funktioniert wieder. Abstellknopf funktioniert. Kupplung ist eigentlich zu niedrig eingestellt. Standard ist beim Claw 5000 oder 5500, so etwas. Ja. Ne? Ja, und ich denke, das soll eigentlich 8000 Ja, ich denke, das so etwas sein. Wir machen eine Probefahrt und ich denke, dass es nicht so schnell vom Platz geht, aber ja, mal sehen, wie das geht, ne?
alle gesehen hat, das war eine Rennkerze, ne? Ja. Und eine Rennkerze ist super. Aber wenn man versucht, nach so langer Standzeit wieder zu starten, macht da bitte eine normale Kerze drinnen. Dann starten und dann kann man später wieder diese teure Rennkerze einbauen. Und wie geht's, wenn das in die Powerband kommt? Ja, dann. Stark, ne? Ja. Ja, richtig stark. Ja, Jungs, Helm, Handschuhe, Safety first, ne? Also, mit Helm. Okay, dann machen wir mal ein Drive-by. Wollen wir da hingehen? Machen wir. Ja, was passiert? Was passiert? Ja. Wir haben Besuch von Polizei. Polizei. Ja, Polizei. Die denken sie, die finden unsere Probefahrt nicht so froh. Aber ja, vielleicht läuft es gut ab. Hè? Na Jungs, das war auch wieder etwas mit einem Mofa ohne Kennzeichen natürlich. Polizei war sehr sportlich. Zwei Jugendliche, muss ich sagen, zwei junge Polizisten. Und die haben eigentlich nur gelächelt und ich habe nur gesagt, ich bin froh, dass du die Tür nicht geöffnet hast, weil ich konnte fast nicht mehr bremsen. Ich denke, Erik, über 100. Ja. Es ist nicht normal, wie schnell das Ding läuft. Und ja, dann kann man mal Pech haben mit Polizei, ne? Ja. Und oh man, da war ich echt froh, dass sie die Tür, oder ja, er wollte zuerst die Auto davor werfen. Aber ja, da haben wir Glück gehabt, Jungs. Ja. Und naja, wir haben das alles gesehen, das war noch ziemlich spannend so. Aber die waren echt sportlich und keine Probleme. Also, Erik, ja, wieder danke für deine Hilfe. Kein Problem. Und sind da noch Fragen, schreib die bitte in die Kommentare oder schick eine E-Mail an pushshop.de. Und ja, vergessen nicht zu abonnieren, drücke den Klingel, sodass man eine automatische Notifikation bekommt. Und ja, ich laufe brav wieder zurück. Und naja, bis zum nächsten Mal. Erik, du auch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.